Hallo, werter Abenteurer! Hier ist wieder nach der jährlichen Sommerpause der Markus. Nachdem ich dir bereits die Basics für die Charaktererstellung und in epischer Breite das Ingame-User-Interface in den letzten beiden Videos näher gebracht habe, wollen wir heute einmal gemeinsam die erste Quest angehen und uns ausführlich anschauen, wie denn der Nahkampf im Detail funktioniert und mit einer speziellen Strategie optimiert werden kann. Darüber hinaus kann ich dir ein paar zusätzliche praktische Tipps fürs Spiel mit auf den Weg geben. Mal schauen, ob das alles so glatt läuft, wie ich mir das erhoffe. Ich gehe den Ablauf in diesem Video mal etwas komprimierter durch, beginne ein neues Spiel und wir denken uns den Fortschritt der letzten zwei Videos einfach mal weg. Als erstes wollen wir eine Quest annehmen. Das letzte Mal habe ich dir gezeigt, dass man am Kompass grob ablesen kann, wo du für deine erste Quest hingehen musst. Hier kannst du sehen, dass ich nach West-Südwest gehen muss. In diese Richtung werde ich mich auch mal hier im Schnellverfahren bewegen. Und hier kommt auch schon der erste Tipp. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es immer wortwörtlich tierisch auf die Nerven, wenn ich jede Aktion eines Tieres angezeigt bekomme. Ein Hund steht auf, eine Henne wühlt im Dreck oder kratzt an etwas und so weiter. Diese Angaben, die je nach Region den Großteil des zu lesenden Textes ausmachen, schalte ich mir zumeist ab. In den Einstellungen musst du dafür nur in den Announcements die Benachrichtigung für Creature Sound und Animal Action ausschalten. Dann ist Ruhe und man kann sich wieder mehr auf das eigentliche Spielgeschehen konzentrieren. Wie man an der Änderung der Kompassangabe sehen kann, bin ich praktisch angekommen. Nun gilt es noch, das exakte Ziel zu suchen. Hier musst du nun auch darauf achten, dass auch die richtige Ebene getroffen wird, was man anhand des kleinen Pfeils erkennen kann. Also geht es erst einmal weiter nach unten. Nur eine Etage tiefer zu gehen, scheint hier auch nicht ausreichend zu sein. So, 3 Etagen unter der Oberfläche scheine ich die richtige Ebene gefunden zu haben. Mein Gott teilt mir bereits mit, dass ich nun Ramul Wayfjords gefunden habe. Der Ramul Gorpuitwit, der Wayfjords mit Spitznamen heißt und neben seiner Statue steht, quatsche ich mal grüßenderweise an. Im zweiten Schritt kann ich ihm dann meine Dienste anbieten, mit der Option B, Offer Your Service. Er teilt mir mit, dass ich nun beauftragt bin, das Elementarsalz aus Youthful Caves zu beschaffen. Dann will ich das doch einmal angehen. Mein Gott muss noch ein weiteres Mal dazwischen funken und weist mich darauf hin, dass, falls ich den Weg nicht finden sollte, ich mir nicht zu fein sein soll, auch mal nach dem Weg zu fragen. Ha, als ob ich das machen würde. Und als zweiter Tipp heißt es, dass ich mich doch bitte mal direkt dorthin begeben soll, anstatt nur doof in der Gegend herumzulaufen. Ein recht typisch elterlicher Rat. Nun gut, ich mache mich mal auf den Weg. Kompass sagt Westen. Den Zielort kann ich mir in meinem Log, aber zum Beispiel auch unter Agreements oder Sites ansehen. Falls das nicht auftauchen sollte, muss man vermutlich tatsächlich mal einen Passanten nach dem Weg fragen. Ich wechsle mal in die Travel-Ansicht, um etwas Zeit zu sparen und gehe den langen Weg auf die andere Seite der Küste und versuche dabei, möglichst Gefahren aus dem Weg zu gehen. Hier habe ich auch schon etwas gefunden.
Mein Gott weist mich aber darauf hin, dass ich vielleicht noch eine kurze Rast machen sollte, bevor ich weitergehe. Und tatsächlich ist das ein sehr wichtiger Hinweis, denn wenn es zum Kampf kommen sollte, und darauf läuft es meistens bei so einer Quest hinaus, ist das Letzte, was du willst, eine Ablenkung wegen eines leeren Magens. Denn dann kannst du dich nicht auf den Kampf konzentrieren. Also schnell etwas essen und trinken und dann geht es weiter. Hier scheint wohl der Eingang zu sein, wenn ich dem Kompass glauben darf. Allerdings muss ich auch noch etwas nach unten. Es erwarten mich nun 2 Bären. Es wird also unweigerlich zum Kampf kommen. Der Kampf kann auf mehrere Arten durchgeführt werden. Die einfachste ist, einfach auf den Gegner mit der linken Maustaste zu klicken oder in ihn hineinzulaufen. Dabei hat man allerdings auch die wenigsten Einflussmöglichkeiten. Es wird eine Aktion passend zu deinen Standardeinstellungen durchgeführt. Diese Standardeinstellung findest du auf dem Schwertsymbol unten links. Hier kannst du 3 Dinge festlegen: Angriff, Ausweichen und Verteidigung. Links findest du deine bevorzugte Angriffsweise. Das Schwert bedeutet, einen normalen Angriff mit deiner Waffe auszuführen. Der gehörnte Kollege daneben besagt, dass du einen Schlag mit Anlauf ausführst, um mehr Power im Schlag zu haben und die Position zu wechseln. Dafür aber auch langsamer, unpräziser und mit sichtbarer Ankündigung. Die beiden Kobolde bedeuten, dass du Wrestling bevorzugst. Das Pfeilsymbol rechts ist die Standardvorgabe und wählt automatisch eine geeignete Angriffsart je nach Gegner aus. In der Mitte kannst du festlegen, ob du beim Ausweichen deine Position verändern darfst oder ob du standhaft an Ort und Stelle verweilst, obwohl du dann auch getroffen werden könntest. Im rechten Bereich legst du fest, was passiert, wenn ein Gegner zum Schlag ausholt. Der Pfeil nach rechts bedeutet, dass du ausweichst. Die Füße, dass du versuchst, den Anlaufangriff abzuwehren und stehen bleibst. Rechts die Pfeile bedeuten erneut, dass die jeweilige Aktion je nach Gegner automatisch vom Spiel ausgesucht wird. Jeder Klick auf einen Gegner oder das Bewegen mit den Pfeiltasten auf ihn zu folgt nun so diesen festgelegten Kampfregeln. Der Kampfverlauf ist dementsprechend auch schnell erledigt. Ich gehe das mal in diesem Verfahren durch. Der Kampf ist glücklicherweise gut ausgegangen. Ich bin aber noch nicht am Ziel angekommen. Dafür muss ich nur noch eine Etage tiefer. So, da haben wir den Salat. Da ist zwar das zu suchende Quest-Item, jedoch auch 6 Gegner, die es nicht hergeben wollen. Ich versuche mein Glück wieder mit der schnellen Kampftechnik. Das eskalierte schnell und endete nicht gut. Zugegeben, es waren viele Gegner auf einmal. Aber mit der Ein-Klick-Kampftechnik kommt man in so einer Situation häufig auch nicht weit. Ich drehe mal die Zeit ein paar Sekunden zurück und versuche mein Glück erneut mit der manuellen Kampftechnik. Wenn du deine Aktion selber fein säuberlich bestimmen möchtest, vergiss alles, was ich dir gerade erklärt habe, denn beim manuellen Kämpfen gelten diese Standard-Kampfeinstellungen selbstverständlich nicht mehr. Beim manuellen Kampf gelten diese 3 Symbole. Das Schwert beinhaltet Schlagen, Blocken, Parieren und Ausweichen. Die Schaltfläche mit den beiden Kobolden beinhaltet alles, was mit Wrestling zu tun hat.
was je nach Situation allerdings auch Ausweichen oder Blocken beinhalten kann. Der Pfeil lässt sich schießen, sofern du Munition samt geeigneter Waffe besitzt. Das habe ich allerdings nicht. Wir konzentrieren uns hier mal nur auf den normalen Nahkampf mit Waffe. Vornehmlich ist es wichtig, ständig schneller als der Gegner zu sein. Ich stelle daher schon mal aufs Sprinten um. Dann solltest du erst einmal etwas Abstand zu vielen Gegnern bekommen. Ich gehe auf den Angriffsmodus, bestätige, dass ich als erstes angreifen möchte und wähle als erstes mit Dodge aus, dass ich zu einer anderen Position ausweichen möchte. Denn Ausweichen ist immer schneller, als sich manuell zu einer Position zu bewegen, und in den meisten Fällen erwischt dich der Gegner dabei auch nicht, wenn du gesund und munter bist. Nachdem ich nun etwas Abstand gewonnen habe, schaue ich mal, welche Gegner am schnellsten sind oder mir am schnellsten hinterherrennen. Auf diese Gegner konzentriere ich mich als erstes. Um sie weiter anzulocken, kann ich nun entweder herumlaufen, bis sie vor mir stehen, oder alternativ warten. Das Herumlaufen ist nicht unbedingt schlau, denn wenn sich nur noch ein Kästchen zwischen dir und dem Gegner befindet, du ihn also immer noch nicht mit deiner Waffe treffen kannst und du auf dieses Kästchen trittst, so wird er dich auf jeden Fall als erstes zumindest versuchen zu schlagen. Und ein Treffer muss im gesamten Kampfgeschehen unter allen Umständen verhindert werden, da du sonst zu langsam wirst. Schlauer ist da das Warten. Du kannst mit der Punkt-Taste eine ganze Runde warten, die aus 10 Ticks besteht. Ein Tick ist in Dwarf Fortress die kleinste Zeiteinheit. 10 Ticks sind aber zumeist viel zu lang und in der Zeit könnte die Situation bereits außer Kontrolle geraten. Besser ist es, die Komma-Taste zu benutzen und in einzelnen Ticks zu warten. Ja, das dauert 10-mal so lang, aber du kannst dann bestimmte Situationen sehr genau abpassen. Hier habe ich jetzt 5 Ticks gewartet und der Goblin ist auf mich zugekommen, greift aber noch nicht an. Diese Situation könnte ich jetzt zum Beispiel nutzen, um den Goblin als erstes anzugreifen. Das mache ich mit der Funktion Strike. Hier habe ich bis zu 4 Möglichkeiten zu agieren. Schlagen mit Strike, parieren mit Parry, mit Block einen Schlag mit dem Schild abwehren oder ausweichen mit Dodge. Aber bevor man eine der derzeit verfügbaren Aktionen ausführt, ist dieser Screen eine sehr wichtige Informationsquelle. Denn hier kannst du sehen, ob ein Gegner nur vor dir steht und quatscht, so wie in diesem Fall, oder ob er dich angreift und wenn ja, wie, womit und worauf er zielt, ob er gerade auf dich zugerannt kommt oder ob er sich von deinem oder seinem letzten Schlag erholt. Diese Infos sind im Kampf schlicht überlebenswichtig. Und je besser dein Observer-Skill ist, desto mehr und häufiger erhältst du gute Infos an dieser Stelle. Da noch nichts auf mich zukommt, werde ich mit Strike einen ersten Schlag ausführen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, eine Körperpartie auszuwählen, die ich treffen möchte. Je nach Position, Waffe, Gegner und Können ergeben sich hier immer wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Ob nun Oberkörper, Kopf, Fuß oder Ringfinger der linken Hand, hängt davon ab, wie einfach so ein Schlag auszuführen ist und wie gut die Trefferwahrscheinlichkeit ist. Das bekommst du bereits farbig hinterlegt serviert. Die grünen Aktionen sind einfach, die gelben und roten schwierig bis sehr schwierig und pinke unmöglich auszuführen. Rechts siehst du noch eine Art Zusammenfassung in Form eines kleinen Pluszeichens, ob die Aktion gut gelingen wird oder nicht. Wobei es strategisch nicht unbedingt sinnvoll sein muss, jedes Mal das grünste Pluszeichen zu klicken, welches du finden kannst. Eher geht es aus meiner Sicht darum, den Gegner so schnell wie möglich auszubremsen. Das heißt, seine Aktionen müssen immer etwas langsamer sein als deine. Das gelingt meistens sehr gut, indem man auf seine Beine und Füße zielt. Hier ergibt sich beispielsweise die Möglichkeit, den linken Unterschenkel oder den rechten Fuß zu erwischen, auch wenn man letzteren nicht sauber treffen kann. Aber beide Schläge sind einfach auszuführen und versprechen damit eine hohe Erfolgsquote. Der Unterschenkel ist jedoch noch ein wenig besser. Nun kannst du bestimmen, wie denn das Bein getroffen werden soll. Dabei müssen erst die Optionen im unteren Bereich betrachtet werden. Ohne etwas auszuwählen, wird ein Durchschnittsschlag ausgeführt. Hakt man eine oder mehrere Aktionen an, verändern sich die Bedingungen für den Schlag teils dramatisch. Quick Attack ist schnell, aber nicht so intensiv. Heavy ist intensiv, aber nicht schnell. Wild Attack kann hart sein, wenn man denn trifft, weil unpräzise. Precise trifft zwar gut, ist aber super langsam. Charge Attack ist eine on top aktivierbare Option, bei der du mit einer gewählten Angriffsart auf den Gegner zuläufst und gegebenenfalls noch mehr Schaden verursachen oder ihn umhauen könntest.
Multi-Attack ist eine weitere Zusatzoption, mit der du 2 oder mehr Angriffe oder Aktionen zusammen ausführen kannst. Nun ein paar Worte zu diesen Optionen. Besonders wenn du noch einen unversehrten, gesunden Gegner hast, ist es mit höchster Priorität wichtig, dass du schnell bist. Das heißt, schneller als er. Das kann man nicht oft genug hervorheben. Quick Attack sorgt dafür, dass du den Gegner triffst, bevor er dich trifft. Erst wenn du den Gegner ein paar Mal mit schnellen Treffern erwischt hast und er sichtlich mitgenommen ist, solltest du mit anderen Angriffsarten fortfahren. Bevor du allerdings Heavy Attacks ausführst, sollst du erst einmal die Standardangriffe ohne jegliche Option ausführen, da diese auch sehr gut brauchbar sind. Heavy ist gut für sehr angeschlagene Gegner, um sie endgültig ins Jenseits zu befördern oder um durch gute Rüstungsteile zu schlagen. Wild Attack kann ich persönlich überhaupt nicht empfehlen, da es einfach zu unpräzise ist und dadurch ein viel zu großer Zufallsfaktor entsteht. Zudem bringt er dich selbst aus der Balance, was der Gegner anschließend ausnutzen könnte. Precise Attack nutze ich auch eher selten. Wenn du weißt, dass der Gegner bereits sehr langsam ist, könntest du das gut verwenden. Ansonsten hast du einen zu großen Geschwindigkeitsnachteil und der Gegner sieht deinen Schlag zu lange auf sich zukommen und reagiert höchstwahrscheinlich darauf. Charge Attack nehme ich ebenfalls äußerst selten. Ab und an mal bei angeschlagenen Gegnern, aber die anderen Optionen sind aus meiner Sicht deutlich besser geeignet. Multi-Attack kann ich genauso wie Wild Attack nicht empfehlen, weil die Präzision hier massiv leidet und es sich meist nicht auszahlt, mehrere Aktionen auf einmal auszuführen. Bei schwachen Gegnern, die einem ohnehin nichts anhaben können, mag das sinnvoll sein, um Zeit zu sparen. Aber diese Situation haben wir hier nicht. Schnelligkeit zählt, also nehme ich Quick Attack. Mit der Option aktiviert kannst du nun auswählen, ob du mit deiner Waffe zuschlagen, stechen, flach draufhauen, mit dem Griff hauen oder, falls vorhanden, mit dem Schild schlagen möchtest, was überraschenderweise häufig auch sehr gut funktioniert. Diese Angriffsarten sind teilweise auch von der verwendeten Schutzausrüstung des Gegners abhängig. Bei manchen funktioniert Schlagen besser, bei anderen Stechen. Machen wir es hier aber nicht zu kompliziert und lassen das Bauchgefühl zwischen Schlagen und Stechen entscheiden. Oder das jeweils andere, wenn das eine bereits öfters nicht funktioniert hat. Ich wähle hier das schnelle Schlagen auf den linken Unterschenkel. Anhand der Blutspritzer kann man bereits sehen, dass ich den Goblin offensichtlich erwischt habe. Und im Log steht auch, dass ich den Muskel verletzt, einen Knochen geprellt und das Knie verdreht habe und anschließend Sehnen und Bänder gerissen sind. Auch ohne Log kann man hier an den braunen abwärts gerichteten Pfeilen erkennen, dass der Goblin nun am Boden liegt. Das war ein sehr guter Auftakt. Schauen wir uns den Goblin mal an, sehen wir, dass er neben seinen Schmerzen bereits die Fähigkeit zu stehen verloren hat. Das macht ihn bereits sehr langsam. Gehe ich nun erneut auf Strike, kann ich zwischen zwei Gegnern in meiner unmittelbaren Nähe auswählen. Aber ich sehe auch die Information, dass der eine Gegner mich mit seinem Speer angreifen möchte und der andere sich von seiner Attacke erholt. Letzteres ist immer die beste Gelegenheit, selbst zuzuschlagen, da der Gegner die nächsten Momente beschäftigt ist. Aber aufgrund des Angriffs des anderen Goblins muss ich auf Nummer sicher gehen und besser ausweichen. Ich wähle dazu einen der beiden Gegner aus und wähle, auch wenn sich hier ebenso Parieren und Blocken als mögliche Aktion ergeben, dennoch Dodge aus und weiche nach unten links aus. Ich gehe nochmal 2 Schritte weiter, um den angeschlagenen Goblin schon mal etwas hinter mir zu lassen. Der Bär scheint etwas schneller zu sein. Ich warte wieder mit der Komma-Taste ab, bis der Bär vor mir steht, was auch nur 2 Ticks dauert. Nun wieder der Angriff mit Strike. Der Bär erholt sich noch etwas von seinem Angriff, beste Gelegenheit zuzuschlagen. Die rechte Vorderpfote scheint ein gutes Angriffsziel zu sein. Manchmal zeigen sich allerdings auch Ausrufezeichen an bestimmten Körperpartien. Das sind besondere Angriffschancen, mit denen man besonders viel Schaden anrichten kann, wenn sie denn treffen. Ich werde mich hier dennoch auf die rechte Vorderpfote konzentrieren. Und auch das hat gut funktioniert, da die Fähigkeit zu stehen zumindest schon mal etwas eingeschränkt wurde. Beim nächsten Schlagversuch gibt es wieder die Möglichkeit, großen Schaden zu verursachen. Diesmal nutze ich das auch aus. In der Liste oben, das erwähnte ich bislang noch nicht,
kann man auch noch etwas herunterscrollen für weitere Angriffsmöglichkeiten ohne Waffe und Schild. Dort finde ich nun auch diese besondere Angriffsmöglichkeit. Hier in Form eines Tritts mit dem linken Fuß gegen das linke Hinterbein. Sicherheitshalber führe ich diesen Tritt noch schnell aus. Schade, hier ist der Bär leider ausgewichen. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit gleich ein weiteres Mal. Und sie ergibt sich wieder beim Goblin. Hier wäre seine Speerhand. Leider wehrt er den Schlag aber ab. Ich weiche aus und warte wieder auf den Gegner. Diesmal versuche ich ihn zu entwaffnen. Dafür warte ich, bis er tatsächlich zuschlägt. Solange er noch vor mir steht, kann es funktionieren, die Erfolgschance könnte aber höher sein. Leider habe ich mit diesem Schlag aber nicht getroffen. Aber nun versucht der Goblin seine Balance wieder zu finden. Also immer drauf, weil das eine gute Chance ist. Hier ist nun meine Heavy Attack zu langsam gewesen, trotz der Chance. Du siehst, ich muss weiterhin bei schnellen Schlägen bleiben. Jetzt habe ich ihnen aber zumindest schon mal das Schild aus der Hand gehauen. Nun kann es aber manchmal sein, dass deine Waffe im Gegner stecken bleibt. Hier in der rechten Hand des Gegners. Dann kannst du sie erst einmal nicht mehr nutzen, bevor du sie wieder voll unter Kontrolle hast. Du kannst sie über zwei Wege wiedererlangen. Indem du im Inventar auf deine Waffe gehst und dort anweist, sie wieder zurückzuerlangen. Oder indem du die Wrestling-Aktion nutzt, die für mich etwas schneller erreichbar ist. Die oberste Aktion ist dort immer das Zurückerlangen der feststeckenden Waffe, was zumeist auch gelingt. Erst dann ist es auch wieder möglich, Gegnern auszuweichen. So, nun hat es auch geklappt, dem Goblin die Waffe aus der Hand zu schlagen. Damit ist er ein viel leichterer Gegner geworden. Ein paar Aktionen noch und auch seine Standhaftigkeit ist dahin, wodurch ich nun viel schneller als er bin. Nun ist er schon extrem angeschlagen. Ich werde die Zeit nutzen, einmal auszuweichen und dann mal einen normalen anstatt eines schnellen Schlags auszuführen, da der Goblin nicht mehr so schnell reagieren kann.
Mittlerweile muss ich schon recht viele einzelne Ticks warten, bis einer der Gegner mal einen Schritt näher auf mich zukommt. Ich habe also schon recht gute Arbeit geleistet und die 3 sind keine besonders große Gefahr mehr für mich. Bei dieser Situation kann ich es auch mal wagen, zu Demonstrationszwecken einen Mehrfachangriff durchzuführen. Dafür wähle ich erst meine Attacke für den ersten Angriff, wähle Multi-Attack aus und definiere anschließend einfach den zweiten Angriff. Wenn ich mit meinen Definitionen soweit fertig bin, kann ich entweder Punkt oder Komma drücken, um die Aktion ausführen zu lassen. Beim Goblin hat es zwar nicht so gut geklappt, aber beim Bären hat die Angriffschance gefruchtet. So geht der Kampf ein wenig weiter, bis der nächste Gegner ankommt, mit dem ich wieder das gleiche Spiel durchlaufe. Ich werde den Kampf nur mal ein wenig schneller laufen lassen und dich nicht länger auf die Folter spannen. Da ist nun auch der erste Gegner dahingeschieden. Und nun auch der zweite. Die Logs zu studieren kann übrigens manchmal gute Zusatzinformationen zutage bringen. Hier trinkt zum Beispiel mitten im Kampf die grauhaarige Dame einen seltsamen Likör. Wie sich herausstellt, ist das ein Heiltrank, gegen den man nun noch zusätzlich ankämpfen muss. Da hilft nur mit aller Kraft dranbleiben. Denn wenn man dem Gegner zu viel Zeit lässt, wird er sich im Laufe der Zeit heilen und ihm wachsen selbst abgetrennte Körperteile wieder nach. So, das wäre nun erledigt. Wie du sehen kannst, kann man es selbst als frischer Kämpfer ohne weitere Helfer mit so vielen Gegnern auf einmal aufnehmen, wenn man ein paar Regeln befolgt. Und das sogar ohne einen Kratzer, nur ein wenig müde. Hier nochmal zusammengefasst ein paar Tipps für den Kampf. Sei schnell und defensiv, Sprinten nicht vergessen. Mit Dodge fortbewegen, anstatt normal zu laufen. Anfangs auf die Beine zielen, um Gegner langsamer als dich selbst zu machen. Mit Komma tickweise warten, bis Gegner vor dir stehen oder sogar angreifen. Wenn eine Waffe auf dich zukommt, versuch auf die Waffenhand zu schlagen, um den Gegner zu entwaffnen. Oder Waffe blocken und ausnutzen, dass der Gegner sich erst einmal vom Schlag erholen muss. Ausnutzen, wenn ein Gegner keine Balance mehr hat und du nicht anderweitig bedroht wirst. Wenn die Waffe feststeckt und ein Schlag kommt, erst versuchen, den Schlag abzuwehren, bevor du versuchst, die Waffe wieder an dich zu reißen. Nachteile, die dich langsam und abgelenkt machen, sind Hunger, Durst und Verletzung. Und versuche mit einem Charakter mit hohem Observer-Skill zu spielen, sodass du erkennst, was dein Gegner tut. Jetzt gilt es aber erst einmal, uns wieder der Quest zu widmen. Das Elementarsalz ist in diesem Spiel nicht so gut zu erkennen. Meist haben die Artefakte in jedem neuen Spiel oder nach neuem Laden eines Spielstands andere Symbole. Hier sieht es tatsächlich mal wie pinkes Salz aus. Ebenso kannst du jetzt natürlich die Gegner ausnehmen und 2 Truhen mit vielen tollen Sachen warten ebenfalls noch auf dich. Das soll aber in diesem Video nicht der Fokus sein. Ich möchte nun die Quest abschließen.
Die guten Sachen kann ich bei Bedarf auch noch später holen. Ich bin derzeit aber einfach zu müde, um weitermachen zu können, daher lege ich eine kurze Rast ein. Zurück in der Heimatstadt muss ich nur noch wieder den Schrein aufsuchen. Dort wird mir dann gesagt, dass ich das Questobjekt einem Priester schenken oder es irgendwo im Gebäude platzieren kann, um die Quest abzuschließen. Da mein gesuchter Priester offensichtlich gerade wegläuft, schmeiße ich ihm sein Salz nun hier in seine Bar. So. Damit wäre dieses Tutorial auch soweit abgeschlossen. Wrestling habe ich allerdings nur am Rande erwähnt und Schießen muss ich ebenfalls in einem weiteren Tutorial bearbeiten. Im letzten Video habe ich allerdings bereits einige wichtige Tastaturkürzel erwähnt. Bevor ich nun zum endgültigen Ende komme, wollte ich dir der Vollständigkeit halber noch meine 10 aus meiner Sicht wichtigsten Hotkeys mitgeben, die durchaus etwas Zeit beim Spielen sparen. Z, um den Charakterbogen zu öffnen. I für dein Inventar. D wie Drop zum Fallenlassen von Gegenständen. G wie Grab fürs Aufheben und Interagieren. R wie Remove zum Absetzen von Kleidungsteilen oder Herausnehmen inklusive Ziehen einer Waffe oder eines Schildes. W wie Wear zum Anziehen von Kleidung. E wie Eat für Essen und Trinken. H wie Hang fürs Klettern. Dafür müssen nur die Hände frei und natürlich eine Möglichkeit zum Klettern vorhanden sein. J wie Jump fürs Springen. Und T wie Throw fürs Werfen, was auch so ähnlich wie die Schießfunktion auf F wie Fire funktioniert. Alle anderen Funktionen kann man sonst eigentlich ganz gut auch über die passenden Schaltflächen erledigen. So, nun hast du auch gesehen, wie man seine erste Quest bestreitet und zudem, wie du es als Nahkämpfer auch mit mehreren Gegnern aufnehmen kannst. Überlegt und strategisch vorzugehen ist hier das A und O. Und natürlich Geschwindigkeit vor allem anderen. Das heißt jetzt nicht, dass du dich mit dieser Strategie auch auf das nächste Megabeast stürzen kannst, aber bei normalen Gegnern hast du eine wirklich gute Chance. Wenn ich dir mit dem Tutorial etwas helfen konnte, lass doch ein Like und ein Abo für meinen Kanal da. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit an Bord bist. Falls du noch Fragen oder Anmerkungen hast, hinterlass sie doch gerne in der Kommentarsektion. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.